Für viele ist diese Geschichte die Geschichte der menschlichen Grausamkeit. Leidenschaft, Blut, Verrat, Familiendrama, Schauhinrichtung, jugendlicher Maximalismus, Starrsinn. Es ist aber die Geschichte über den Widerstand gegen das Böse, über die Liebe, über Treue und Heil. Es ist eine himmlische Geschichte. Das ist die Chronik der Christenverfolgung im Römischen Reich und die Passion der heiligen Perpetua und der heiligen Felicitas. In der Arena der Ewigkeit. Perpetua, Felicitas und die verfolgten Christen. Eine Dokumentation von Alexander Krylov. Die Christen waren der heidnischen Gesellschaft von Anfang an suspekt. Verrat, Denunziation, Verzweiflung des Vaters, Bedrängnis durch den Vater. Eigentlich eine irre Geschichte, die wir da von Felicitas und Perpetua hören und nachlesen können. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass ein regierender Fürst zu einem Spektakel einlädt, in dem Menschen langsam umgebracht werden. Wir sind heute natürlich nicht in der Zeit, in der man wilden Tieren vorgeworfen wird. Aber wir sind schon in der Zeit, wo auch Entscheidungen getroffen werden müssen, die sich dann auf das Leben auswirken. Es passiert immer wieder. Die meisten, die vom Martyrium dieser zwei ganz jungen Frauen erfahren, werden nachdenklich und gerührt. Warum gibt es bis in unsere Tage so viel Hass auf Christen? Und wer waren Perpetua und Felicitas und wo bekamen sie so viel Stärke und Mut her? Wir gehen ihrer Geschichte nach. Perpetua und Felicitas. Um die zwei großen Heiligen der christlichen Geschichte kennenzulernen, kommen wir heute nach Karthago. Heute können wir uns nur vorstellen, wie hier in der römischen Zeit das Leben brodelte. Die Straßen waren von Kaufleuten und Handwerker voll. Hier gab es viele Politiker, Wissenschaftler, Architekten und Künstler. Karthago der damaligen Zeit könnte man vielleicht mit dem heutigen New York vergleichen. Und schon damals, im 1. und 2. Jahrhundert nach Christus, gab es hier erste christliche Gemeinden. Und schon damals gab es hier die Verfolgungen von Christen. Hier befand sich eine der beiden einflussreichsten theologischen Schulen der damaligen Zeit. An der ersten Synode von Karthago im Jahre 251 waren mehr als 70 Bischöfe beteiligt. Die Kirche von Karthago hatte in großem Maße Einfluss darauf, dass Latein zur Amtssprache der westlichen Christenheit wurde. Mit Karthago sind viele bedeutende Heilige verbunden, wie der heilige Cyprian oder der heilige Augustinus. Aber wir haben eben auch in gewissem Sinne eine blühende noch heidnische Kultur. Es gibt vom Anfang des 3. Jahrhunderts eine christliche Schrift, die heißt Brief an Diognet. Und dort wird beschrieben, wie Christen ihr Leben führten. Das Bezeichnende ist da, dass der Verfasser, dessen Namen wir nicht kennen, sagt, die Christen teilen die gleiche Heimat, die gleiche Sprache, die gleiche Kleidung wie alle Menschen auch. Das heißt, äußerlich unterscheiden sie sich gar nicht. Sie gehen ihren Berufen nach, sie haben ihre Familien, aber, und dann kommt das Unterscheiden Christliche, sie gehen anders miteinander um als andere Menschen. Und dieser Text, dieser Brief an Diognet, der führt uns vor Augen, wie das christliche Leben aussah. Dass Christen neugeborene Kinder nicht aussetzen. Das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal zur christlichen Antike, dass sie mit alten und mit schwachen Menschen anders umgehen, als das in der Gesellschaft üblich war. Dass sie sich ethisch und moralisch anders verhalten. Dass sie nicht teilnehmen an den gesellschaftlichen Veranstaltungen, die damals gang und gäbe waren, also an den Gladiatorenspielen in den großen Arenen, in den Amphitheatern. Also alles, was mit Gewalt zu tun hat, lehnen sie ab. Sie lehnen aber auch alles ab, was mit übermäßigem Konsum zu tun hat. Und das war in der damaligen Gesellschaft, glaube ich, durchaus vergleichbar mit unserer heutigen Situation. Also das Schlagwort Brot und Spiele, Amüsement und Konsum, das haben Christen abgelehnt. Und das wird in den Schriften, die wir
vom Beginn des 3. Jahrhunderts haben, sehr gut dokumentiert. Diese frühe Kultur, die das Christentum ausbildet, sticht sehr ab von der sonstigen Kultur. Und zwar gerade deswegen, man muss auch schon sagen, dass sehr viele aus der Unterschicht dazugehört haben. Wir wissen von Sklaven, wir kennen einen Bericht eines Römers, Celsus heißt er, ein berühmter Bericht aus dem 2. Jahrhundert. Die römische Regierung wird langsam unruhig, weil die Christen nehmen zu. Sie nehmen immer zu und man schickt Celsus da in die Provinzen und schaut, was da eigentlich passiert. Und Celsus schreibt einen absolut beruhigenden Brief nach Rom, übrigens voll daneben, wie wir später wissen, und schreibt, man bräuchte sich um diese neue Sekte gar nicht kümmern, da gehören die Gerber, die Wollweber, die Schuster gehören noch dazu und sehr viele Frauen und die können wir sofort vergessen. Celsus hat sich sehr gewundert, dass das alles dann sozusagen gar nicht stimmte, aber wenn wir vom Hass sprechen, also einer bestimmten Form von Ablehnung auch der sonstigen Gesellschaft, dann wahrscheinlich erstmal auch eine soziale Verachtung. Also was wollen die eigentlich? Ja? Eine Religion, die sich sozusagen in dieser Unterschicht bewegt. Nicht nur, aber es war doch ein deutlicher Anteil. Die Situation der Christen Anfang des 3. Jahrhunderts im Römischen Reich war äußerst schwierig. Von Anfang an sind die Christen Verfolgungen ausgesetzt. Das ist nicht erst im 3. Jahrhundert, sondern wir finden das schon im Neuen Testament selbst, im Philipperbrief, den Paulus aus der Gefängnissituation heraus schreibt. Er berichtet dort, ich sitze um des Evangeliums willen im Gefängnis. Da beginnt es eigentlich schon. Die Christen in Karthago sind, das wissen wir, schon seit längerer Zeit Verfolgungen und Denunziationen ausgesetzt. Etwa 20 Jahre vor Perpetua und Felicitas leiden die sogenannten skilitanischen Märtyrer in Karthago um 180 den Märtyrertod. Sie werden verurteilt, weil sie Christen sind. Das ist eine Gruppe von 12 oder 13 Menschen, Männern und Frauen. Verschiedene historische Quellen berichten uns, dass es das Christentum von Anfang an nicht leicht hatte. Die Christen haben nicht getötet und nicht geraubt. Sie haben keine öffentlichen Proteste organisiert und waren nie aggressiv. Sie trafen sich, um zu beten und um die Botschaft der Liebe zu verbreiten. Aber warum wurden sie nicht nur von den Mächtigen, sondern auch von den einfachen Menschen missachtet, verfolgt und ausgeliefert, oft auch dem Tode? Der Störfaktor, den die Christen in die Gesellschaft bringen, entzündet sich vielleicht äußerlich an ihrer Lebensführung, aber innerlich ist es ein anderer Grund, nämlich das ist der Glaube, zu dem sie sich bekennen. Das haben wir von Anfang an. Das Problem ist, die Christen, so heißt es etwa in den Anklagen gegen den Apostel Paulus, die Christen verkünden einen Menschen als den eigentlichen Herrn, der nicht der Kaiser ist. Sie verkünden Jesus als einen anderen König. Das ist sozusagen ein politischer Affront gegen den römischen Kaiser. Und da der Hintergrund ist, dass natürlich das Bekenntnis zu Jesus selbst schon das Problem ist, denn er wurde hingerichtet als ein Hochverräter, als jemand, der sich selbst zum König macht. Das ist der Kreuzestitel, er sagt, er ist der König der Juden, also ein anderer König als der Kaiser. Und ein anderer Hass mag sein, vielleicht auch das Ungewohnte. Das Christentum hält sich nicht an die klassischen Unterscheidungen. Schon die Tatsache, dass man also aus den üblichen Standespflichten herausgehen kann. Die Frau-Mann-Aufstellung ist eine andere. Es gibt auch sowas wie geheime Vorwürfe oder etwas, was man empfindet als Vorwurf. Ein Mann hat nur eine Frau und er verlässt sie nicht. Er hat keine Liebschaften daneben. Das ist ja immer schon ein Vorwurf für jemanden, der das anders hält. Oder Frauen, die grundsätzlich sozusagen in dieser Aufgerichtetheit und ihrer eigenen Würde sich verstehen, die auch als Sklavinnen Befehle ausführen, ohne dass sie dafür besonders angetrieben werden müssen. Also sowas verunsichert. Ich würde es eher vielleicht ist es nicht so sehr Hass als Unsicherheit. Was bricht da auf? Was geschieht da? Wieso wird hier eine Ethik entwickelt, die dem widerspricht? Man setzt keine Neugeborenen mehr aus.
Männerverkehr nicht mehr mit Männern auf sexuellem Gebiet und so fort. Das heißt, dieses offensichtlich sich abheben von der damaligen üblichen ethischen Gepflogenheit ist selber in sich ja auch ein Vorwurf. Also die Christen waren der heidnischen Gesellschaft von Anfang an suspekt. Da haben wir schon im Neuen Testament eigentlich ein sehr gutes Zeugnis im 1. Petrusbrief. Da schreibt der Verfasser an die Christen: Früher wart ihr genauso wie die anderen auch. Und dann kam der Punkt, als ihr zum Glauben gefunden habt, da habt ihr euch abgewandt von dem, was alle anderen tun. Er schreibt, die Heiden lästern gegen euch und verachten euch, weil ihr nicht mehr mitschwimmt im Strom der Leidenschaften, so heißt es in diesem Brief. Das heißt, die Christen führen ihr Leben anders. Die machen nicht mit bei dem, was alle machen. Und das zeigt sich vor allen Dingen in der Ethik und in der Moral. Das war eigentlich das Kriterium für die Christen. Und von der Gesellschaft her wurde das als sehr suspekt betrachtet. Da sind welche, die machen es anders, als es üblich ist. Und in dieser Kultur, wir sind jetzt am Ende des 2. und am Beginn des 3. Jahrhunderts, sterben 2 Frauen, Perpetua und Felicitas. Eigentlich müsste jeder Katholik die Namen schon mal gehört haben, denn die beiden Frauen kommen als erste Märtyrerinnen im ersten Hochgebet der katholischen Kirche vor. Sie sind dort neben den Aposteln genannt. Der Fall Perpetua und Felicitas faszinierte die Christen seit 2000 Jahren. Junge Frauen im Alter von 21 und 18 Jahren wurden grausam getötet. Wer waren sie? Was wissen wir über sie? Und wie war ihre Lebenssituation und warum mussten sie sterben? Wenn wir das so aufzählen, wird ein bisschen verschleiert. Die eine Perpetua ist eine angesehene, wahrscheinlich römische Frau, das heißt also eine Frau aus der Oberschicht, vermutlich besitzend. Also was wir aus dem Tagebuch der Perpetua wissen, ist, sie hat eine Familie, sie hat einen Ehemann, der spielt keine weitere Rolle dann. Ihr Vater spielt eine große Rolle, ihre Brüder spielen eine bedeutende Rolle. Also die Geborgenheit in der Großfamilie gehört sicherlich dazu. Es wird eigens erwähnt, dass sie eine gebildete Frau war, das heißt, der Zugang zur Kultur war wichtig und ist sicherlich auch etwas, das ihrem Leben etwas Gutes verliehen hat. Dann natürlich ihr Kind. Sie hat ein kleines Kind, also möglicherweise die perfekte Familiensituation. In einer Familie, die sich keine Gedanken darüber machen muss, wie das tägliche Leben bewältigt werden kann. Also das hatte sie alles. Perpetua war eine reiche Persönlichkeit. Sie kam aus wohlhabendem Haus, hatte ein kleines Kind. Felicitas war eine Sklavin. Und die eine war 21, die andere etwa 18 Jahre alt. Und beide wurden gefangen genommen, weil sie sich weigerten, dem Kaiser zu huldigen. Die Felicitas, die zweite bedeutende Märtyrerin, die in diesem Passionsbericht vorkommt, war Sklavin der Perpetua. Das heißt, zu dieser Großfamilie gehörte dann auch durchaus eine ganze Reihe von Bediensteten im Sklavenstand. Vielleicht ist hier auch nochmal das Bemerkenswerte, dass Perpetua und Felicitas in diesem Bericht auf Augenhöhe geschildert werden. Also dieser soziale Unterschied und auch der Unterschied zwischen frei und nicht frei innerhalb der menschlichen Gesellschaft spielt hier in der Kirche keine Rolle mehr. Und Sklaven können zu dieser Zeit natürlich auch aus dem Volk genommen sein. Wir können sie uns auch dunkelhäutig vorstellen. Sie wird manchmal so abgebildet. Ein kleiner Abschnitt in dem Martyriumsbericht ist der Felicitas gewidmet. Wir wissen, dass sie die Sklavin der Perpetua war. Möglicherweise ist einer der anderen Märtyrer, die mit ihnen zusammen hingerichtet worden sind, sogar der Lebensgefährte der Felicitas. Wir wissen es nicht genau, es gibt da Spekulationen in der Forschung. Sie war hochschwanger, das wird berichtet, im 8. Monat. Und sie gebiert das Kind unmittelbar vor ihrer Hinrichtung. Und das Schöne ist, das wird auch notiert, auch Felicitas
ist natürlich in Sorge, was passiert mit dem Kind. Die christliche Gemeinde adoptiert dieses Kind, das wird gesagt. Das heißt, auch sie braucht sich im Prinzip nichts grämen und keine Sorge machen. Sie kann, weil sie ihr Geschick in Gottes Hände legt, auch das Geschick all derer, die ihr am Herzen liegen, in Gottes Hände legen. Und das erweist sich dann auch, dass ihr Kind versorgt ist. Perpetua und Felicitas waren zwei junge Frauen, die sich zum Christentum bekannt haben, was aber damals nicht allen gefiel. Und es gab wohl auch Denunzianten, die gesagt haben, diese beiden wollen Christinnen werden. Und deshalb bekamen sie Schwierigkeiten. Durch die Erlasse und Edikte der römischen Kaiser wurde durchaus die Denunziation ziemlich gepusht, müsste man sagen. Also es gab immer wieder römische Bürger, die dann gesagt haben, hier ist jemand, der scheint ein Taufbewerber zu sein, und dann ist mal angezeigt worden. Also wer Perpetua verraten hat, wir wissen es nicht, es könnte aber durchaus ein Familienmitglied gewesen sein. Also es musste jemand sein, der irgendwas geahnt hat oder vielleicht sogar etwas gewusst hat, dass sie in den christlichen Unterricht geht, wir können wohl ausschließen, dass es ihr eigener Vater war, denn der taucht ja im Passionsbericht als jemand auf, der um alles in der Welt verhindern will, dass seine Tochter stirbt. Der wird sie nicht verraten haben. Darüber wissen wir aber nichts im Einzelnen. Aber es sind zwei sozial gesehen sehr verschiedene Frauen, aber sie sterben gemeinsam. Warum sterben sie? Beides sind Taufbewerberinnen. Und das hat für den damaligen regierenden römischen Kaiser eine Herausforderung bedeutet. Er hat natürlich Christen als solche schon umbringen lassen, aber die Taufbewerber waren in diesem Zusammenhang eine besonders große Beute. Also man wollte sie prinzipiell sozusagen schon mal abhalten. Wir haben also zwei Frauen, die noch im Anflug sind. Sie haben noch nicht die Gnade der Taufe erhalten, das bekommen sie erst später im Kerker. Aber sie werden gleich aus dieser Nähe zu Christus heraus verhaftet. Ungefähr zur Zeit, als Perpetua und Felicitas als Märtyrerinnen sterben, hat der damalige Kaiser Septimius Severus ein Edikt erlassen, dass die Todesstrafe androht für alle, die sich taufen lassen. Also wer schon Christ war, der wurde dafür vielleicht nicht verurteilt, aber es war verboten, sich irgendwie fürs Christentum zu interessieren und den Weg in die Kirche zu gehen. Perpetua und Felicitas sind Katechumenen, das heißt Taufbewerberinnen, das sind genau diese Leute, die dieses Edikt betrifft, und sie werden während ihrer Zeit im Gefängnis dann getauft. Katechumenen sind Taufbewerber. Das ist eine eigene, schöne Gruppe innerhalb der frühen Kirche, und zwar, weil sie natürlich erst langsam hingeführt werden müssen. Sie werden unterrichtet, sie müssen das Evangelium, nicht müssen, sie wollen das Evangelium lesen, sie werden eingebracht, sie dürfen in die Liturgie kommen, aber sie dürfen nur bis zum Ende des Wortgottesdienstes, also mit den großen Gebeten, dann kommt die Lesung, dann kommt das Evangelium und die Predigt. Und dann müssen sie die Kirche verlassen. In der Regel gehen sie aber nicht weg, sondern sie bleiben auch an der Kirchentüre oder in der Vorhalle stehen. Und dieses Eingeführtwerden hat ja den schönen Sinn, nicht nur an Christus zu glauben, sondern ihn auch kennenzulernen. Man braucht ein Leben, um Christus kennenzulernen. Und dass sie dann auf diese Weise immer wieder auch aus der sonstigen Kultur eben herausgenommen werden, Neues lernen, sich selber erst verstehen lernen, mit dem Blick Christi auf sich schauen, das ist etwas, was die Kirche dann als große Lehrmeisterin tut. Christsein in den ersten Jahrhunderten bedeutet, dass in der Regel, dass sich ein erwachsener Mensch für den Glauben entscheidet, dass er Interesse zeigt und dass er diesen Weg gehen will. Das sogenannte Katechumenat, also die Zeit der Unterweisung, des Unterrichts in das, was christlich Leben und christlich Glauben bedeutet, war eine Zeit, die sich durchaus auch über mehrere Jahre erstrecken konnte. Das heißt, die Menschen sind zunächst mal vertraut gemacht worden mit der Heiligen Schrift als der Urkunde des Glaubens, als des Textes, in dem wir das Wort Gottes finden und als Text, der das Leben der Menschen auch prägen soll.
Also sie sollen was von Gott erfahren, was von Christus erfahren. Sie sind dann eingewiesen worden in das, was Christen glauben. Sie haben das Vaterunser kennengelernt, sie haben das Glaubensbekenntnis kennengelernt. Das ist alles in unterschiedlichen Stufen und Schritten vor sich gegangen, bis sie dann so weit waren, dass sie tatsächlich ein ganz überzeugtes Ja sagen konnten und dann getauft worden sind. Sie werden in der Regel dann in der Osternacht getauft, wundervoll. Das tun wir ja heute noch in der Osternacht, viele Erwachsene taufen. Und ab da sind sie dann auch zugelassen, natürlich zu der Wandlung und zur Kommunion. Und wir wissen, dass sie dann ja mit weißen Kleidern, die sie eine Woche nach Ostern noch laufen durften, daher haben wir heute noch unseren weißen Sonntag, an dem sie dann das weiße Kleid ablegten. Also von außen sichtbar, aber von innen her eben auch langsam aus dem schwarzen, verdunkelten Inneren in dieses strahlende Weiß hineinwachsen. Beide jungen Frauen bekamen Schwierigkeiten, weil sie Christus treu bleiben wollten. Man hat ihnen gesagt, du musst einfach nur dem Kaiser opfern und musst ihm huldigen und alles ist okay. Sonst hast du das Problem, dass dein Leben verwirkt ist. Beide sind standhaft geblieben. Perpetua hat sich noch nicht einmal vom Vater bedrängen lassen, der immer wieder zu ihr kam und sagte, willst du wirklich diesen grauen Haaren deines Vaters widerstehen, der solche Sorgen hat? Und was ist mit deinem Kind? Willst du es zum Waisen machen? Soll es ohne die Mutter aufwachsen? Und Felicitas war genauso standhaft. Also es gibt christliche Zeugnisse darüber, die sagen, die antike Gesellschaft war in einem Zustand, in der sie für alles, was irgendwie schiefgelaufen ist, Sündenböcke gesucht hat. Wir haben bei Tertullian, ein Zeitgenosse von Perpetua, von dem sogar vermutet wird, dass er diesen Bericht verfasst hat. Aber das ist in der Wissenschaft umstritten. Tertullian sagt das mal in einer Schrift, dass er sagt, wenn irgendwo eine Seuche ausbricht, wenn irgendwo eine Hungersnot ist, wenn irgendwo Kriege geführt werden, dann sucht man den Sündenbock und dann sagt man sofort die Christen vor die Löwen. Also das heißt, das ist ein Phänomen, das wir ja durch die Jahrhunderte haben. Das scheint in der Gesellschaft so zu sein. Man braucht immer jemanden, der schuld ist. Und nun kommt etwas, was einzigartig ist. Wir haben bei Perpetua ein Tagebuch erhalten. Es gibt ein Vorwort von einem anderen dazu und dann vor allem auch ein Nachwort nach dem Tod geschrieben. Aber es zählt zu einem historischen Dokument, das wir heute lesen können, im Internet nachschauen können. Man könnte sogar sagen, es ist das erste von einer Frau geschriebene Tagebuch. Ich kenne kein zweites Beispiel. Und Perpetua notiert hier ein Schicksal, das wir besonders beleuchten müssen, denn es handelt sich nicht einfach hin um Frauen. Beide sind schon Mütter, beziehungsweise Felicitas erwartet ein Kind und Perpetua hat gerade einen Sohn geboren. Erstaunlicherweise hören wir nichts von den Männern, wir hören nur von der Umgebung in der Familie. Damit sind wir an einer ganz tiefen Bindung, nämlich von Mutter und Kind. Und die beiden Frauen gehen über diese Bindung hinaus aus dem Wunsch, Christus zu gehören und die Zugehörigkeit zu Christus auch wirklich mit dem Tode zu bezeugen. Das ist fast unvorstellbar. Wir wissen heute, wie intensiv die Mutter-Kind-Bindung ist, vor allem bei einem erwünschten und geliebten Kind. Und Perpetua nährt ja das Kind noch an ihrer Brust, noch im Kerker. Also die innere Beziehung ist ja von einer Dichte. Während Felicitas gebärt im Kerker etwas zu früh dann ein 8 Monate altes Mädchen, das sie gleich abgeben muss. Aber noch als sie im Zirkus vorgeführt wird, tropft die Milch von ihr. Und die Menschen sind verwundert und erstaunt, dass sie das überhaupt sozusagen auf sich nimmt, diese Trennung. Und wir haben das große Glück, dass Perpetua damals ein Tagebuch geführt hat und alles aufgeschrieben hat. Wir wissen also die Geschichte aus authentischer Quelle. Wir wissen sie von Perpetua selbst. Natürlich nicht mehr die spätere Hinrichtung. Denn weil sie standhaft blieben, weil sie sich zu Christus bekannten, weil sie Ja sagten zur Wahrheit Gottes, wurden sie dann getötet. Die beiden werden ja dann auch in der Kerkerhaft getauft. Sie werden im Stadion vorgeführt in Karthago. Für uns ist es unvorstellbar, wie eine Hochkultur wie die römische
sich ein derartiges Spektakel hat leisten können. Es ist wirklich unvorstellbar. Es werden nicht nur Christen vorgeführt, es werden andere Gefangene auch vorgeführt. Der Spaß besteht darin, sie von wilden Tieren, also von Tieren, Bären, Löwen, ein Leopard war dabei, eine wilde Kuh, der werden die beiden Frauen vorgeworfen, die also langsam sterben, weil dieses Morden geht ja nicht schnell. Und dieses Blutvergießen, das Grauenhafte, nochmal sich gar nicht mehr verteidigen können, aufgefressen werden, das noch mit Johlen und Klatschen und Beifall zu versehen, ist nochmal, also man bekommt hier Zweifel an einer Kultur. Als wir noch in Untersuchungshaft waren, bemühte sich mein Vater hartnäckig, mich zum Abfall zu bringen. »Vater«, sagte ich ihm da, »siehst du zum Beispiel das Gefäß hier?« Er antwortete, »ja«. Ich sagte ihm, »das Gefäß kann nicht mit einem anderen Namen genannt werden, als jenem, der ausdrückt, was es ist?« Er sagte, »nein«. Also kann auch ich mir nur einen Namen geben, der sagt, was ich bin. Christin. Durch dieses Wort aufgebracht, stürzte sich der Vater auf mich, um mir die Augen auszureißen. Aber er schlug mich nur und ging fort. Die Situation im römischen Gefängnis, also im Passionsbericht, werden unterschiedliche Sorten von Gefängnissen erwähnt. Zunächst die Untersuchungshaft, das ist eine sehr offene Sache, in der Perpetua und Felicitas dann auch Besuch bekommen. Der Vater kommt, der Säugling der Perpetua ist da, der Diakon der Gemeinde von Karthago besucht sie. Dann kommt eine Szene, in der sie in einen Kerker, einen Gefängnisraum gebracht werden, wo sie selbst sagt, der quillt über von Menschen. Und diese Menschen waren jetzt nicht alles Christen. Christen sind nur die 5. Alle anderen, und das ist so eng, dass ihr die Luft wegbleibt. Es wird dann berichtet, durch Bestechung schafft es die christliche Gemeinde, ihr nochmal einen anderen Raum zu verschaffen. Also Bestechung war an der Tagesordnung. Da konnte man die Haftbedingungen erleichtern dadurch. Das wird ihr dann gewährt. Dann kommt sie wieder in einen Haftraum, wo sie nicht unter extrem vielen Menschen ist. Und schließlich gibt es dann noch das Verlies oder den Kerker, in dem sie sich befindet, unmittelbar vor ihrer Hinrichtung. All diese Gefängnisorte sind durchlässig für Besucher. An jedem dieser Orte kann jemand hinkommen. Also das ist doch eine etwas andere Situation, als das etwa heutzutage ist. Perpetua, Felicitas und auch andere Märtyrer wurden hier im Kerker eingeschlossen. Perpetua beschrieb diese Zeit im Kerker so. Wenige Tage später nahm uns der Kerker auf. Finsternis, grauenhafter Tag, drückende Hitze infolge der Menschenmenge, Bedrängnis durch die schikanösen Erpressungsversuche der Soldaten. Dazu härmte ich mich ab, aus Sorge um das ferne Kind. Bei Perpetua ist das insofern noch fast tragisch, als ihr alter, grauhaariger Vater, das erwähnt sie eigens, zu ihr in den Kerker kommt und sie beschwört. Erstmal greift er sie an, sie wehrt ihn ab, er geht dann, aber das zweite Mal wirft er sich ihr zu Füßen. Das ist eine Handlung, die ja einen Stein erweichen kann. Um sie zu bitten, zurückzutreten. Und sie tut es nicht. Wir haben hier also ein Beispiel eines inneren Aufleuchtens, also von einer Anziehung durch Christus, für die wir fast gar keinen, also die wir aus unserem eigenen Leben wahrscheinlich gar nicht wirklich nachvollziehen können. Wie kann ich meine Familie, meine Geliebten, Mutter, Vater, 2 Brüder hat sie, ein Kind, das geboren ist. Ich sage nochmal, der Mann kommt komischerweise nicht vor. Aber wie kann man das hintansetzen? Es gibt ja auch Pflichten gegenüber dem Kind. Ja, aber tiefer, tiefer ist tatsächlich hier etwas, was zieht. Und dieses innere Ziel, dieses nochmal aufgerichtet sein, also wie ein Pfeil gewissermaßen, losgeschossen vom Bogen, bedeutet ja durch den Tod gehen müssen, um bei ihm anzukommen. Einige Tage später ging das Gerücht um, dass wir verhört werden sollten. Da kam mein Vater aus der Stadt. Er war zu mir heraufgekommen, um mich zu Fall zu bringen. Deshalb sagte er: »Hab Mitleid, Mädchen, mit meinen grauen Haaren.
hab Mitleid mit deinem Vater. Ich verdiene es doch, wahrhaftig, dein Vater genannt zu werden. Denke an deine Brüder, denke an deine Mutter und deine Tante, denke an dein Kind, das ohne dich nicht leben kann. Lege deinen Starrsinn ab, richte uns nicht alle zugrunde. Niemand von uns kann sich ja noch sehen lassen, wenn dir etwas zustößt. Das sagte er als Vater in seiner Zuneigung zu mir. Dabei küsste er mir die Hände. Er warf sich mir zu Füßen und nannte mich unter Tränen nicht mehr Tochter, sondern Herrin. Mein Vater tat mir leid, weil er allein von meiner ganzen Verwandtschaft sich nicht über meine Passion freuen konnte. Ich sprach ihm Mut zu und sagte, auf jedem Schaugerüst wird nur das geschehen, was Gott will. Du musst nämlich wissen, dass wir nicht in unserer Gewalt sind, sondern in der Macht Gottes stehen. Da ging er betrübt von mir weg. Man könnte jetzt sagen, waren das zwei jugendliche Mädchen, Frauen, die aus Rebellionsdrang einfach gesagt haben, wir werden mal Christen. Weil wir wissen aus der Geschichte mit dem Vater, dass er nicht Christ war und dass er gegen das Christentum war. Aber da stellt sich dann die Frage, ob man aus reiner Rebellion, aus reinem Widerspruch heraus das dann durchhalten kann. Wenn man die Wahrheit erkannt hat, und diese beiden haben die Wahrheit erkannt, dann haben sie auch in Kauf genommen, dass sie getötet werden, weil sie wussten, sie werden leben für das ewige Leben, weil sie sich für Gott entschieden haben. Reine Opposition macht noch keinen Glauben. Hier scheint der Glaube tief verankert gewesen zu sein. Und deshalb haben die Christen sehr früh erkannt, das sind zwei bewundernswerte Märtyrerinnen, die wir verehren dürfen, als Vorbilder, weil sie klar waren. Von außen betrachtet könnte man das tatsächlich als eine Art jugendliches Auflehnen betrachten, vor allen Dingen, wenn man die Rolle, die der Vater der Perpetua einnimmt, anschaut. Er versucht, ihr klarzumachen, dass sie Verantwortung hat gegenüber ihm als alter Mann, dass sie Verantwortung hat gegenüber ihrem Kind. Und sie bleibt aber dabei, nein, ich bin Christin. Äußerlich betrachtet sicherlich eine Art Sturheit, aber innerlich, das sieht man in ihrem Tagebuch sehr gut, sie quält sich damit. Also es ist für sie eine sehr intensive Auseinandersetzung. Sie leidet darunter, dass ihr Umfeld leidet, dass ihr Vater sich so hoffnungslos engagiert und sie weiß, sie kann nicht nachgeben. Und auch ihrem Kind gegenüber, das sind höchst dramatische Szenen, die da berichtet werden. Denn sie stellt sich natürlich vor, was ist mit meinem Kind, wenn ich sterbe, wird es dann auch sterben. Es braucht mich als Mutter. Damit setzt sie sich auseinander und es ist für sie nicht leicht. Also das ist sicherlich mehr als es ist nicht nur mehr, sondern es ist was völlig anderes als eine Sturheit oder ein Beharren auf dem eigenen Standpunkt, sondern für sie ist ganz klar, es ist das Bekenntnis zu Christus und Christus ist letzten Endes derjenige, der ihr auch überhaupt die Kraft dazu gibt, das durchzustehen. Aber ich kann mir immer nur die Antwort selber geben, wir müssen diese Frauen, diese heldenhaften Frauen von ihren eigenen Motiven her befragen. Was bewegt sie? Und wie großartig ist es, dass man diese ganzen üblichen Bedenken und hin und her und es könnte auch so und dann hat man da noch was zu berücksichtigen, dass man das mit einem großen Ruck Christus vor die Füße wirft. Während wir am anderen Tage frühstückten, wurden wir plötzlich weggeschleppt zum Verhör. Wir kamen zum Forum. Wir stiegen auf das Schaugerüst. Dort wurden wir verhört und die übrigen legten ihr Bekenntnis ab. Die Reihe kam auch an mich. Da erschien plötzlich mein Vater mit meinem Sohn, zog mich vom Gerüst herab und sagte, sprich das Gebet, hab Mitleid mit deinem Kinde. Der Statthalter Hilarianus aber sagte, schone die grauen Haare deines Vaters, schone die Kindheit des Knaben, bring das Opfer dar für das Heil der Kaiser. Ich antwortete, nein. Hilarianus, bist du Christin? Ja, erwiderte ich, ich bin Christin. Die Entscheidung findet in der Regel, oder die innere Entscheidung findet in der Regel während des Prozesses statt.
Wenn der Angeklagte den Satz gesprochen hat, ich bin Christ, dann ist für ihn eigentlich klar, dass das, was kommt, ihn nicht mehr beängstigen muss. Aber das Ringen bis zu diesem Punkt, das wird, glaube ich, in der Geschichte der Perpetua auch sehr, sehr deutlich. Als mein Vater noch weiterhin versuchte, mich zu Fall zu bringen, befahl Hilarianus, ihn wegzuschaffen. Er wurde mit einem Stock geschlagen. Über das, was meinem Vater zusteht, war ich so betrübt, als ob ich selbst geschlagen worden wäre. So leid tat mir der arme alte Mann. Ja, so einfach ist das nicht. Das Denken der ersten Christen, da gehörte das Innere und das Äußere untrennbar zusammen. Also ich kann nicht nach außen hin das Kaiseropfer bringen und sagen, naja, ich tue mal so, als ob, aber im Inneren denke ich ganz anders. Also ein Zeuge oder eine Zeugin wird eigentlich jemand nur, wenn Außen und Innen zusammenstimmt. Das heißt, in dem Moment, wo sie herausgefordert wird vom römischen Statthalter, bleibt ihr gar nichts anderes übrig, als dass sie das, was sie in ihrem Herzen trägt, nämlich die Überzeugung des christlichen Glaubens, auch nach außen hin kundzutun. Das ist eigentlich das, worum es beim Christuszeugnis geht. Martyrium, das griechische Wort, heißt nichts anderes als Zeuge sein. Wenn jemand vor Gericht steht und den Mund hält, dann ist er kein Zeuge. Und das ist, glaube ich, etwas, das in unserer heutigen Zeit fast schon abhanden gekommen ist. Heute ist man eher bereit, Kompromisse zu machen. Und wir wissen das aus dem Passionsbericht, selbst der Statthalter, der sie zum Tod verurteilt, appelliert nochmal an sie, denk doch an deinen Vater, denk doch an dein Kind, sag doch Nein zu Christus. Also alle reden auf sie ein. Und sie bleibt aber dabei, aus dem Grund, weil es für sie die tiefste Gewissheit ist, dass Christus das Leben ist, dass Christus die Wahrheit ist und dass er der Weg ist. Ohne diese Überzeugung wären die Umstände eigentlich ganz klar, dass sie sagen müsste, nein, ich ziehe meinen Vater und ich ziehe mein Kind vor. Und das tut sie aber nicht. Alsbald verkündete der Statthalter allen das Urteil. Er verurteilte uns zu den wilden Tieren. Fröhlich stiegen wir daraufhin wieder in den Kerker hinab. Ich schickte sofort den Diakon Pomponius zu meinem Vater, um ihn um das Kind zu bitten, weil es an meine Brust und an das Zusammensein mit mir im Kerker gewöhnt war. Aber mein Vater wollte das Kind nicht hergeben. Da fügte es Gott, dass das Kind von da an nicht mehr nach der Brust verlangte und ich auch kein Fieber bekam, so dass ich weder durch die Sorge um das Kind noch durch Schmerzen in der Brust gequält wurde. Was an Perpetua und Felicitas besonders erstaunt und auch anzieht und auch befremdet, ist tatsächlich dieses Verhältnis zu der eigenen Familie und noch genauer zu den eigenen gerade geborenen Kindern. Wir können uns das kaum vorstellen. Also Kinder, die geliebt sind, die von einem geliebten Mann empfangen wurden, die man 9 Monate im Leibe trägt und die ja so völlig auf die Mütter angewiesen sind und die dann tatsächlich der anderen Familie übergeben. Es ist fast nicht nachvollziehbar. Einfach weil hier so ein unglaublicher Instinkt, eine unglaubliche Bindung auch vorherrscht. Das heißt, wir haben hier in meinen Augen auch das Erstaunlichste von allem, dass Christus diese Naturbindungen auch überwinden kann. Wir können das ja auch daran sehen, dass diese Frauen ja in der Arena selber ohne Todesangst dastehen. Da ist ja auch etwas Natürliches überwunden worden. Die eigentliche Furcht vor dem Tod, die uns ja alle instinktiv beherrscht, auch die ist nicht mehr da, soweit wir den Akten glauben können. Und da geschieht also etwas, das heißt, wir werden ja wie mit einem Ruck herausgerissen aus unseren üblichen Wurzeln und wir werden mit einem einzigen Ruck auch hineingepflanzt oder hineingeworfen, hineingerissen in eine andere Welt. Wir erleben ihre Gewalt in der Regel nicht so heftig. Ja? Wir sind vielleicht seit langem getauft, wir glauben an Christus, wir gehen zu den Sakramenten, aber diese unmittelbare Kraft, das ist das, was sehr verblüfft. Verurteilt zum Tode durch wilde Tiere. Was bedeutete das damals? Man wurde den wilden Tieren vorgeworfen. Wilde Tiere, das sind Löwen oder wilde Kühe oder wilde Bullen, Tiere mit großen Hörnern.
die dann wild auf einen einstürzten und vor einem großen Publikum, einer großen Show, wo sich die Menschen dann belustigten und Spaß daran hatten, diesen Todeskampf zu sehen, um dann dort getötet zu werden. Das Amphitheater von Karthago war das größte römische Amphitheater in Nordafrika. Hier könnte man gleichzeitig ca. 50.000 Menschen bespaßen. Was haben alle diese Steine schon gesehen? Wir können heute hier noch die Löwengruben und die Gefängniszellen erkennen. In diesen Gängen wurden wahrscheinlich die Fahrstühle eingebaut, mit denen man die wilden Tiere herauffuhr. Das ist der Platz zahlreicher menschlicher Tragödien, aber auch der Platz, an dem der Glaube triumphierte. Also von den archäologischen Funden her wissen wir, dass das Theater in Karthago 50.000 Sitzplätze hatte. Das ist, glaube ich, vergleichbar mit einem modernen Fußballstadion. Das heißt, das war ein gesellschaftliches Ereignis. Und da es ja sowas wie Internet und Fernsehen nicht gab es sozusagen nur die Live-Veranstaltungen. Und die Leute haben sich dabei vergnügt bei Hetzjagden mit wilden Tieren, bei Gladiatorenkämpfen. Also möglichst blutig, möglichst brutal. Das hat Menschen gereizt. Es ist heute, glaube ich, nicht anders, auch wenn die Medien, in denen das transportiert wird, andere sind. Am 7. März 203 wurden hier in Karthago die großen Festlichkeiten anlässlich des Geburtstags des Kaisersohnes Getes veranstaltet. Zur Bespaßung des Publikums wurden die Verbrecher hingerichtet, unter anderem auch die Christen. Niemand denkt heute mehr an den damals mächtigen Sohn des Kaisers, der später selbst Kaiser des Römischen Reiches wurde. Am 7. März gedenken die Christen schon seit fast 2000 Jahren der 2 heiligen Märtyrerinnen, die hier zum Bespaßen des Publikums getötet wurden und ihr Glaubenszeugnis gegeben haben. Wenn wir uns die Hinrichtung der beiden Frauen noch mal vor Augen führen, wir sind in einer Weltstadt. Karthago ist eine wirkliche Weltstadt. Also heute an den Ruinen kann man das noch sehen. Und die Einladung zu einer solchen Hinrichtung bedeutet natürlich nicht einfach nur Einladung zum Mord, sondern nein, es ist ein Fest. In diesem Fall war es der Geburtstag des Kaisersohnes, der besonders gefeiert werden musste. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass ein regierender Fürst zu einem Spektakel einlädt, in dem Menschen langsam umgebracht werden. Aber das gehört zu dieser Zeit. Also man strömt dahin, wahrscheinlich sogar dafür. Es ist eine Bombenstimmung, ja, also vielleicht so eine Art Oktoberfeststimmung. Es gibt auch zu essen, zu trinken, ja, und aus Vergnügen schaut man dazu, wie Menschen gequält werden. Die Hinrichtung selber bedeutet in der Regel, bedeutet es einfach eine Geißelung vorher. Man will die Leute auch eigentlich schwach machen. Bei Frauen, aber jetzt nicht bei diesen beiden, war häufig so, dass sie von der Soldateska vorher auch vergewaltigt wurden. Also man hat sie einfach gebrochen. Die kamen in der Regel schon relativ zerstört an. Das scheint bei Ihnen, bei beiden Frauen nicht gewesen zu sein. Sie sind noch kraftvoll genug, um dann später eben zu stehen. Und diese Feststimmung, also Blut, Sex natürlich, Sexualität, die Frauen werden in der Regel ja auch nackt vorgeführt. Wir kommen an alle diese Tabus. Blut muss fließen, sexuelle Erregtheit breitet sich aus, möglichst lange, es darf nicht schnell gehen, die Tiere werden auch erst langsam herausgeführt, es soll auch nicht sofort zu einem Tod kommen. Also dieses ganze Zelebrieren, unvorstellbar. Und die eigentliche Mordszene am Ende, wenn die Tiere nicht wirklich jemanden schon zerfleischt haben, und auch da geht ja das Sterben noch lange. Die eigentliche Mordszene am Schluss ist dann eigentlich der Abgesang. Da wird es dann schon langweilig. Man schleppt sie dann an eine Stelle, wo sie gemeinsam niedergemacht werden. Endlich ist es dann Schluss. Aber ja, die Frage, wie können wir uns da vorstellen? Ist es eine Art Operneinladung, eine Art Theater, eine Entspannung? Ja, wohl alles auf einmal. Und das zeigt wirklich die Tiefen der menschlichen Verworrenheit, der menschlichen Unmenschlichkeit. Der Tag ihres Sieges leuchtete auf.
und die Märtyrer schritten aus dem Kerker zum Amphitheater wie in den Himmel, froh und strahlenden Angesichtes. Alle mussten vor ihren strahlenden Augen die Blicke zu Boden senken. Im Tor des Amphitheaters wollte man die Gefangenen zwingen, andere Gewänder anzulegen. Die Männer sollten als Priester des Saturn, die Frauen aber als Ceresmysten bekleidet werden. Da wehrte sich die Standhaftigkeit bis zuletzt. Perpetua sagte: Gerade deshalb haben wir unser Leben preisgegeben, damit wir so etwas nicht zu tun brauchen. Die Ungerechtigkeit musste weichen und der Hauptmann erlaubte, dass die Märtyrer einfach so, wie sie waren, in die Arena geführt wurden. Im Passionsbericht der Perpetua wird auch erzählt, dass sie eigentlich dazu gezwungen werden sollten, sich, als sie zu den wilden Tieren oder den wilden Tieren vorgeworfen wurden, dass sie sich dann noch verkleiden sollten. Das haben sie abgelehnt und das konnten sie dann auch durchsetzen, dass sie in ihrer normalen Kleidung in die Arena gehen konnten und nicht als Helden und Götter verkleidet dann auftreten mussten. In diesen historischen Akten steht noch ein merkwürdiger Einzelfall. Man hat den Frauen zwar die Kleider weggenommen, das habe ich schon gesagt, diese sexuelle Entblößung ist ja mit gewollt, aber gleichzeitig sie in Netze eingewickelt. Ein Netz muss man sich so vorstellen, dass ihre Bewegung behindert wird, sodass sie den Tieren keinen Widerstand mehr leisten. Es kann ja auch schon vorkommen, dass Tiere in der Regel also nicht niedergekämpft werden, das ist wohl nicht der Fall, aber dass sie von einem besonders starken Gegenüber vielleicht sogar in Schach gehalten werden. Wir kennen das von Hunden, die nicht beißen bei bestimmten Menschen. Und es mag sein, dass die Netze dazu dienten, diese Gegenwehr auch einfach lahmzulegen. Für die jungen Frauen hielt der Teufel eine wilde Kuh bereit. Man hatte diese gegen allen Brauch eben wegen ihrer ungewöhnlichen Wildheit bereitgestellt. Die beiden Frauen wurden entkleidet und mit Netzen angetan vorgeführt. Das Volk entsetzte sich, als es sah, dass die eine noch ein zartes Mädchen, die andere aber eben niedergekommen war, wie ihre tropfenden Brüste zeigten. In diesem Zirkus werden beide nun erstmal gegeißelt, damit sie also einfach mürbe werden. Dann kommt die Kuh schleift sie tatsächlich durch den Sand. Sie zerbricht auch bei Perpetua wohl einen Knochen. Aber Perpetua richtet sich wieder auf, das ist bezeugt. Sie holt dann auch Felicitas aus dem Sand wieder hoch. Beide stehen dann aufrecht umschlungen. Insofern gehören sie dann wirklich nur intensiv, ganz dicht zusammen. Zuerst wurde Perpetua in die Luft gewirbelt und fiel auf die Lenden. Dann stand sie auf und als sie sah, dass Felicitas niedergeworfen war, ging sie zu ihr hin, reichte ihr die Hand und richtete sie wieder auf. So standen beide aufrecht da. Bei diesem Anblick war die Grausamkeit des Volkes besiegt und die beiden Märtyrerinnen wurden zur Lebenspforte zurückberufen. Dort wurde Perpetua von einem gewissen Rusticus, der damals noch Katechumene war, in Empfang genommen. Wie eine, die aus dem Schlaf geweckt worden war, schaute sie jetzt um sich und fragte: Wann werden wir denn jener Kuh vorgeführt? Als sie hörte, dass alles schon vorbei sei, konnte sie es nicht glauben, bis sie die Spuren der Verwundung an ihrem Körper und die Schäden an ihrem Kleid entdeckte. Dann rief sie ihren Bruder und jenen Katechumänen Rusticus herbei und ermahnte sie: Steht fest im Glauben, liebet einander und nehmt an unseren Leiden keinen Anstoß. Das Volk forderte die Märtyrer, in die Mitte zu gehen, um zu sehen, wie sie mit dem Schwert durchbohrt werden. Es fällt uns heute schwer, sich vorzustellen, was die damals hier Anwesenden erlebt haben. Was dachten die Angehörigen? Was erwartete das Volk? Und woran dachten in diesem Moment die verurteilten Christen? Die Märtyrer machten, was das Volk sagte, davor aber gaben sie einander einen Friedenskuss. Und die Menge wird langsam stumm, so wird auch berichtet. Also es erschüttert schon die blutenden Frauen, die aber trotzdem sich umarmen und gemeinsam wirklich mit einer Würde auch dastehen.
Da weiter nichts geschieht, werden sie dann abgestochen, ganz einfach. Man schleift sie mit den anderen Christen und anderen Gefangenen an den Ort, wo dann die Gladiatoren einfach das Schwert zwischen die Rippen hauen. Bei Perpetua wird hinterher noch berichtet, sie habe selber das Schwert an ihren Hals geführt, weil der junge Gladiator offensichtlich unfähig war, da wirklich zuzuschlagen. Sie schreit noch einmal auf, es muss sehr wehgetan haben. Das Volk aber forderte sie in die Mitte, um sich mit seinen Blicken an dem Mord zu beteiligen, wenn sie mit einem Schwert durchbohrt werden. Darauf erhoben sich die Märtyrer bereitwillig und begaben sich dorthin, wo das Volk es wollte. Vorher küssten sie einander, damit das Martyrium durch den gewohnten Friedenskuss seine Vollendung erlangte. Perpetua schrie laut auf, als ihr das Schwert zwischen die Knochen gestoßen wurde und sie etwas Schmerz verkosten durfte. Sie führte dann selber die unsichere Hand des jungen Gladiators an ihre Kehle. Vielleicht konnte eine solche Frau, die sogar von dem unreinen Geiste gefürchtet wurde, nicht anders getötet werden, als so, wie sie es selbst wollte. Für die beiden Frauen, denke ich, war das, was ihnen wichtig war, was sie fasziniert hat am christlichen Glauben, der Gedanke, dass dieses Leben, das wir in dieser Welt haben, nicht alles ist. Die Verheißung, dass in diesem Leben hier der Beginn des ewigen Lebens gesetzt wird, das in der Gemeinschaft mit Gott, mit Christus besteht, das dürfte die Faszination ausgemacht haben. Obgleich man sagen muss, Perpetua, das wird in der Einleitung zu ihrem Martyriumsbericht ausdrücklich gesagt, sie stammt aus einer guten, aus einer wohlhabenden Familie. Also man könnte sagen, sie hatte eigentlich alles, was so das Leben zu bieten hat. Und trotzdem kommt sie an einen Punkt, wo sie sagt, das reicht nicht. Also sie ist fasziniert von der Verkündigung des christlichen Glaubens. Und dann kommt meines Erachtens ganz wichtig dazu, sie hat die Verkündigung von Christus, von der Auferstehung, von Gott als dem Schöpfer der Welt und der Menschen als die Wahrheit erkannt. Und jemand, der die Wahrheit erkannt hat, der kann nicht mehr dahinter zurück. Und darum geht es letzten Endes auch, dass sie dann die Konsequenz in ihrem ganzen Umfang ziehen kann. Und für die Situation der Christen damals im Römischen Reich bedeutet es, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzen, wenn sie sich zu Christus bekennen. Von den Statistiken heute ist deutlich, dass die Christen die meistverfolgte Religionsgruppe auf dieser Welt sind. Das gilt für den asiatischen Raum, das gilt für den muslimischen Raum, das gilt aber auch mittlerweile für den europäischen Raum. Also die Stelle, die da viel festhält, sitzt übrigens in Wien. Es lohnt sich da einmal im Internet nachzusehen. Und es bildet sich ja auch so ein merkwürdiger, atmosphärischer, ein bisschen Widerwille gegen Christen. Ich glaube schon, dass man das leider auch sagen kann. Ob das vergleichbar ist mit der frühchristlichen Form, gebrandmarkt zu werden, das ist schwer zu sagen. Aber es kann aus denselben Gründen kommen. Also Christen, die ihren Glauben wirklich leben, heben sich ab von ihrer Umwelt. Und wir wissen ja einfach soziologisch, einfach aus der Gesellschaftsforschung, Menschen, die sich unterscheiden von anderen Menschen, werden immer misstrauisch beobachtet. Sind das die Besseren? Halten die sich für besser? Sind das die Elite? Wollen die einfach was anderes sein? Ja, was nehmen sie sich raus? Und nochmal, es liegt ja auch ein geheimer Vorwurf darin, wenn jemand ein Leben führt, in dem er nicht die Ehe bricht, nicht stiehlt, nicht lügt, eine bestimmte Aufrichtigkeit lebt, da ist ja immer auch ein kleiner empfundener Vorwurf drin. Es muss gar kein Vorwurf wirklich sein. Und von daher kann es sein, dass unsere gläubigen Christen einfach vom Unterschied zum sonstigen Verhalten eine Art Abneigung, eine Art Widerstand. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, hat Adorno gesagt, ein großer Philosoph. Und wenn im falschen Leben jemand versucht, richtig zu leben, ist immer eine Herausforderung. Die beiden Märtyrerinnen Perpetua und Felicitas sind in der ganzen Welt bekannt. Aber wo befinden sich ihre Reliquien? Die wenigen Christen in Karthago hätten gerne diese Reliquien verehrt, aber in Karthago gibt es keine Reliquien mehr.
Ein Teil der Reliquien soll sich in der Kirche Notre-Dame in der französischen Stadt Vierzon befinden. Es gibt darüber kaum Informationen. Wo auf der Welt kann man nach weiteren Reliquien suchen? Der Weg auf der Suche nach den Reliquien führt aber nach Deutschland, in eine schöne, aber landesweit wenig bekannte Propsteikirche St. Peter und Paul in Bochum. Seit mehreren 100 Jahren befindet sich hier ein Reliquiar mit den Überresten von Perpetua und Felicitas. Viele Kirchenbesucher wissen gar nicht, was für einen Schatz sie in Bochum haben. Wir versuchen das Ganze mal aufzumachen. Es scheint wohl die längere Zeit nicht geöffnet worden zu sein. Jetzt einfach mal zu schauen, ob wir es aufmachen können. Genau, man sieht auch Staub und Spinnweben. Die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Aber einfach einmal Ihnen und euch zu zeigen, welche Kostbarkeiten wir hier in der Propsteikirche in Bochum haben. Hier in unserer Mitte steht ja nun der Reliquienschrein der heiligen Felicitas und der heiligen Perpetua. Wie genau ihre Reliquien hier zu uns ins Ruhrgebiet, nach Bochum, in die Propsteikirche Peter und Paul gekommen sind, wissen wir nicht genau. Man vermutet, dass ein reicher Kaufmann sie wohl auf der Durchreise mitgebracht hat. Der Schrein befindet sich in Bochum seit ungefähr dem Jahre 1450. Die Reliquien wurden hier immer mit viel Pietät behandelt und dementsprechend sehr selten aus dem Schrein herausgenommen. Dies geschah zum Beispiel im Jahre 1790. Da wurde hier die Schädelknochen identifiziert. Im Jahre 1939 wurden die Reliquien neu in Leinen und Seide eingenäht und zusammen mit anderen Reliquien in den Schrein zurückgelegt. Wir sehen, verziert ist dieser Reliquienschrein neben den unterschiedlichen künstlerischen Gestaltungen im gotischen Stil, später immer wieder über die Jahrhunderte hinweg etwas dazugekommen, unter anderem aber auch jetzt auf dieser Seite zu sehen, 6 der 12 Aposteln, die anderen 6 nochmal auf der anderen Seite mit ihren unterschiedlichsten Attributen. Genau in der heutigen Zeit, in der das christliche Zeugnis besonders wichtig und wertvoll ist, sind diese Reliquien für die Christen in Deutschland und in der ganzen Welt wie eine Botschaft über die Generationen hinweg. So können wir uns im Gebet an die beiden christlichen Märtyrerinnen wenden. Heilige Perpetua und heilige Felicitas, bittet für uns. Ich weiß, dass das heute manchmal verloren geht im Wissen. Ich kenne Theologieprofessorinnen und Professoren, die nichts von Perpetua und Felicitas wissen. Aber es lohnt sich, hier liegen Schätze buchstäblich begraben, die wir heben müssen, von ganz großen Persönlichkeiten, auch wenn sie erst 21 und 18 Jahre alt gewesen sind. Was lernen wir daraus? Der Ausdruck lernen ist ja schon falsch. Die Frage ist ja, wie ist das Gedächtnis dieser beiden Frauen in der Kirche hochgehalten worden? Wir haben sie bis heute in einem der Kanones vor der Wandlung. Man überhört es halt immer schnell, man kennt ja auch ihr Schicksal nicht im Einzelnen. Wir haben kein Grab in Karthago, apropos. Aber sie haben im Gedächtnis der frühen Christenheit etwas bezeugt. Dass nämlich beide Frauen, nun die Hochgeborene und die Sklavin, beide noch gar nicht imstande der Taufe, aber bereits von einem inneren Feuer so beherrscht, so entzündet, dass alle diese Qualen gegenüber auch diesem seelischen Abschied von ihrer sonstigen Umwelt keine Bedeutung hatten. Wir können ahnen, was die Anziehung Christi für diese Zeit bedeutet hat. Und das sind unglaubliche Beispiele, wirklich, wirklich große Beispiele dessen, was das Christentum, was Christus in einem Menschen entzünden kann, der sich ihm ganz gibt. Und wir kennen die Verheißung, dass wer Vater und Mutter verlässt, alles zurückerstattet erhält, 30-fach, 60-fach und 100-fach. Und wir können davon ausgehen, dass Perpetua und Felicitas alles erstattet bekommen haben, auch ihre neugeborenen Kinder. Für mich selbst hat diese Geschichte durchaus eine Bedeutung, weil es eine echte Gewissensgeschichte ist. Also es wird autobiografisch dargestellt, wie ein junger Mensch mit seinem
Gewissen ringt und sich dann ganz klar entscheiden kann. Und für heutige Christen, wenn wir uns dazu entscheiden, sagen, ja, ich bin Christ, dann bedeutet das eigentlich eine radikale Veränderung von allem, was an Leben noch kommt. Wir stehen jetzt nicht unmittelbar vor dem Tod, so wie die Märtyrerinnen Perpetua und Felicitas, aber die Haltung gegenüber den Dingen, den Ereignissen, die noch kommen, die sind eigentlich schon vorweggenommen oder eingebunden in die Entscheidung, ich bin Christ. Nun ist unser heutiges Treffen zu Ende. Falls Sie mehr über unseren christlichen Glauben und über unsere Kirche erfahren wollen, dann abonnieren Sie diesen Kanal, schreiben Sie Ihre Kommentare, geben Sie Ihre Bewertung, dann sehen wir uns wieder. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes reichen Segen.